Kaum hat Xiaomis Elektrolimousine SU7 für Furore gesorgt, steht auch schon die SUV-Version davon in den Startlöchern. Alles, was man aktuell zum Xiaomi SUV wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Chinesische Medien berichten, dass Xiaomis zweites Modell, der kommende SUV mit dem aktuellen Codenamen MX-11, im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommen wird. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass die Serienversion des Xiaomi SU7 Ultra im März 2025 offiziell erscheinen wird. Laut einer Xiaomi-Insider-Quelle soll das SUV im Februar oder März auf den Markt kommen. Eine andere Xiaomi nahestehende Quelle sagt jedoch, dass die SUV-Einführung im Rhythmus der SU7-Einführung erfolgen wird. Der SU7 kam Anfang dieses Jahres am 28. März auf den Markt, die Auslieferung begann einige Tage später. Xiaomi arbeitet Tag und Nacht daran, F2, also die zweite Phase seiner Fabrik, fertigzustellen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Fabrik vor Sommer 2025 fertiggestellt wird und in Produktion genommen wird. Die bestehende Fabrik arbeitet bereits im Zweischichtbetrieb und kann die Nachfrage nach dem SU7 nicht decken, was die Pläne des Unternehmens zur Markteinführung des SUV behindern könnte im ersten Quartal. Es ist wahrscheinlich, dass sich der SUV sogar besser verkaufen wird als die Limousine. Da die erste Phase des Werks bereits auf die Lieferung der Limousine ausgerichtet ist, könnte es ein Fehler sein, den SUV auf den Markt zu bringen, ohne dass die zweite Phase des Werks abgeschlossen ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die erste Fabrik auf einen Dreischichtbetrieb umstellt, um zu versuchen, die Ressourcen zu maximieren. Obwohl es sich offiziell um einen SUV handelt, ist der Stil des Autos sehr zurückhaltend und es haben schon einige darauf hingewiesen, dass das Auto eine ähnliche Form und Silhouette wie der Ferrari Purosangue hat. Es ist jedoch auch offensichtlich, dass einige Designelemente des SU7 in das neue Auto übernommen werden, etwa die Scheinwerfer, durchgehenden Rücklichter, rahmenlose Türen und halbverdeckte Türgriffe. Während es derzeit keinen Mangel an Renderings gibt, wie das Auto aussehen wird, zeigen tatsächliche Bilder des Autos immer noch stark getarnte Testmodelle. Kürzlich berichtete ein Weibo-Nutzer, er habe ein Video gesehen, in dem Xiaomi-CEO Lai Yun den Xiaomi SUV persönlich auf der Autobahn testete. Erlkönig-Aufnahmen des Innenraums zeigen außerdem, dass sich das neue Auto zumindest im Design der Mittelkonsole deutlich vom Xiaomi SU7 unterscheiden wird. Beim SU7 gibt es eine Reihe von Tasten, die vertikal auf der linken Seite in der Nähe des Fahrers verlaufen und verschiedene Funktionen wie den Spoiler und die Luftfederung steuern. Diese fehlen im neuen SUV, der lediglich über kabellose Ladegeräte für Mobiltelefone, Getränkehalter und eine Mittelarmlehne mit Ablagefach im Inneren verfügt. Es wird erwartet, dass Xiaomi bei der Preisgestaltung des neuen SUV einen ähnlichen Ansatz verfolgen wird wie beim SU7. Die Limousinenpreise begannen bewusst niedriger als beim Basis-Tesla Model 3, entsprachen dem Einstiegspreis beim Pro und übertrafen ihn beim Max. Höchstwahrscheinlich werden die SUV-Preise ebenfalls denen des Tesla Model Y angeglichen. Derzeit kostet das Tesla Model Y in China zwischen 33.100 € und 46.985 €. Damit dürfte der Einstiegspreis des Xiaomi SUV deutlich unter 33.100 € liegen. Naja, bei uns ist ja noch nicht mal der SU7 gestartet und es ist auch immer noch nicht sicher, ob der überhaupt zu uns kommt. Aber wie würde euch eine SUV-Version davon gefallen? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!